Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich bin in Sonntagskleidung, habe meine Jogginghose noch an, der Stuhl knatscht. Ist aber relativ egal fürs Video, denn in diesem Video geht es nicht um den Stuhl und auch nicht um meine Jogginghose, die ich sonntags trage, sondern um die neuen Möglichkeiten, die dir die Elektronik von der neuen Ducati Panigale V2S bietet. Wenn du ein neues Motorrad kaufst, bekommst du Unterlagen dazu und vor allem diesen Schinken an Bedienungsanleitung. Und damit du dir das Ganze hier nicht durchlesen musst, deshalb habe ich dir dieses Video gemacht. Dieses Video ist dafür da, dir einen groben Überblick über das Menü zu geben und über die neuen Helferlein, die die Ducati Panigale V2S mit sich bringt seit 2025, wie zum Beispiel die Launch Control, der Pit Limiter, der Tempomat und so weiter. Und wie das Ganze funktioniert, erfährst du jetzt grob in diesem Video. Wenn du im Laufe dieses Videos Fragen hast oder sagst, boah, das würde mich noch interessieren, dann schreib das doch bitte in die Kommentare. Ich finde es übrigens mega cool, dass ihr so aktiv hier unter die Kommentare schreibt und dass wir innerhalb von 2 Wochen von 4 auf 650 Abonnenten gewachsen sind. Und da waren auch logischerweise 1, 2 Kommentare bei, wo ich sage, die waren nicht so cool. Ich würde mir nochmal an dieser Stelle wünschen, wenn ihr Kommentare schreibt, macht das bitte ganz konstruktiv, denn dieser Kanal ist ein Raum und ein Kanal, um zu wachsen, zu lernen, neue Informationen zu bekommen, sich inspirieren zu lassen, Spaß zu haben und nicht, um seinen geistigen Dünnschiss loszuwerden. Also, falls du jetzt gerade auf die Idee kommst, boah, ich hätte jetzt von diesen 200 Dingen, die jetzt erzählt werden, eine Sache auszusetzen, dann behalte sie doch einfach für dich und schreib einfach was Nettes rein, damit andere was davon lernen können. Vielleicht hast du ja auch schon Erfahrung mit diesem Motorrad, mit dem Menü und so weiter. Schreib es doch gerne in die Kommentare. Dafür bin ich dir sehr dankbar und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Denn 90% von euch gucken die Videos und haben den noch gar nicht abonniert. Also falls du das noch nicht gemacht hast, dann mach das gerne und viel Spaß bei diesem Video. Okay, dann starten wir das Ganze mal. Schöner Startbildschirm. Was sagt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Okay, jetzt wird es wahrscheinlich anzeigen, dass es sehr kalt ist. Ja, es zeigt an, es ist eisig. Okay, das Menü bzw. die Schalter haben sich im Vergleich zur alten Panigale ein kleines bisschen verändert. Wir haben den Riding Mode jetzt hier. Wir haben hier ein Tempomat bzw. auch den Pit Limiter. Und hier die Einstellung der Geschwindigkeit. Auf der Hinterseite haben wir wieder unser Fernlicht bzw. die Einstellung zum Fernlicht. Hier ist die Hupe, hier ist der Warnblinker und wie gewohnt der Blinker. Zum Blinker ausmachen, wie gewohnt immer drücken. Das Menü steuern wir jetzt über diese Tasten. Hoch, runter, rechts, links und einmal eine Enter-Taste zum Aktivieren. Lasst uns mal in das Menü reingehen und dann zeige ich euch mal, wie das Menü aussieht und vor allem, was ihr da so einstellen könnt. Ich möchte euch einmal die für mich interessantesten oder wichtigsten Punkte nennen. Die habe ich mir nämlich in meiner Anleitung einmal notiert. Sowas wie Pit Limiter, Launch Control, der Track-Modus und vor allem auch, was diese ganzen Einstellungsmöglichkeiten bieten, von wegen, was kann ich bei der Fahrt einstellen und was nicht. Okay, lass uns mal ins Menü gehen. Das geht wieder über die Pfeiltasten und die Enter-Taste an den linken Bedienmöglichkeiten. Ins Menü gehen wir über diese runde Taste hier und haben dann verschiedene Möglichkeiten. Wir haben jetzt hier einmal die Einstellung My Ride, smarte Funktion, das ist, wenn du dein Motorrad mit dem Smartphone verbindest. Soweit ich weiß, muss man das von Ducati freischalten lassen. Und wir haben die Einstellungsmöglichkeiten generell. Lass uns mal in die Einstellungsmöglichkeiten reingehen. Da haben wir einmal generelle Fahrzeugeinstellungen, die wir einstellen können. Wir haben erweiterte Einstellungen, die in Bezug auf das Fahrwerk und so weiter einstellbar sind, also die Riding Mode Setups. Ich gehe nochmal zurück. Wir haben Display-Einstellungen. Da können wir einstellen die Helligkeit vom Display, das Farbschema, ob das automatisch im Tunnel dunkel wird und im Licht hell wird. Ja, Uhrzeiteinstellungen, Maßeinheiten, ob du jetzt Miles per Hour oder Kilometer einstellen möchtest. Die Sprache Deutsch, Kraftstoff, Anordnung der Fahrerinfo. Also das ist, soweit ich weiß, genau, das ist fürs Menü, wenn man da durchschaltet während der Fahrt. Devices ist, ja, wenn du dein Smartphone bzw. das Motorrad-Device, also die elektrischen Einstellmöglichkeiten des Fahrzeuges mit dem Smartphone kombinierst, also Bluetooth-Devices und so weiter. Da bin ich noch nicht im Thema genug, aber da werde ich mich nochmal mit dem Händler zusammensetzen und das für euch ausführlich erklären. Das Ganze dient ja jetzt hier erstmal nur, um einen groben Überblick über das Menü zu bekommen. Also lasst uns mal in die Fahrzeugeinstellung gehen. Wir haben hier die Möglichkeit, die Reifen zu kalibrieren. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand von euch gemacht hat. Ich habe es noch nicht gemacht. Bei meiner alten Panigale gab es die Möglichkeit auch, aber in der Realität ist halt die Frage, wie oft macht man das? Also, wann benutzt man die Funktion Reifenkalibrierung?
wenn die Reifen gewechselt wurden oder nach einer Änderung der Übersetzung. Voraussetzung für das Gelingen der Kalibrierung ist eine konstante Geschwindigkeit zwischen 49 und 51 km/h im zweiten Gang. Und zwar kommst du darüber über den Zugriff Funktion auf das Menü Einstellungen. Genau, jetzt könnte man hier die Kalibrierung starten. Das machen wir jetzt nicht, weil das Fahrzeug ist ja komplett neu. Coming Home Light ist, ja, wenn du nach Hause kommst, logischerweise, und den Motor ausmachst und das Licht trotzdem noch an ist. Blinkeranstellung Lap. Okay, das ist quasi, um die Rundenzeiten zu messen. Der Pit Limiter, den könnten wir jetzt einstellen. Sagen wir mal auf 50 km/h oder 60 km/h. Und der Pit Limiter wird über die verschiedensten Tasten hier hinten eingestellt. Okay, lass uns mal in die erweiterten Einstellungen gehen, die wir hier einstellen können. Und zwar sind wir gerade in dem Riding Mode Setup für Road. Okay, was können wir hier alles einstellen? Den Power Mode, also die Leistung des Motors. Anti-Blockiersystem. DTC ist Ducati Traction Control, Traktionskontrolle. Ducati Wheelie Control, Engine Brake Control, Ducati Quick Shifter. Was kann man über die Wheelie Control einstellen? Auf der linken Seite siehst du jetzt von aus über 1, 2, 3 und 4. Was bedeutet das Ganze? Generell ist zu sagen, je niedriger diese Zahl hier ist, desto weniger greift das System ein. Das heißt, je mehr Sicherheit du haben willst in diesem Motorrad oder je mehr Assistenz du in diesem Motorrad haben willst, desto höher solltest du die Zahl einstellen. Das gleiche ist beim Engine Brake Control zum Beispiel. Bei 3 hast du eine minimale Motorbremse, bei 2 hast du so ungefähr eine mittlere Leistung der Motorbremse, bei 1 hast du die volle Leistung der Motorbremse. Beim Ducati Quick Shifter, genau, hoch und runter, kann man an- und ausschalten, lassen wir jetzt an, finde ich eine super Sache. Power Mode, wenn wir auf Low gehen, steht reduzierte Leistung und sanft. Ich interpretiere das so, dass es bedeutet, dass der Motor eine reduzierte Leistung hat und einen sanften Anstieg der Leistungsentfaltung. Beim Medium hast du die volle Leistungsentfaltung, also ich schätze mal, dass die PS-Zahl reduziert wird und dass du einen sanften Anstieg der Leistung hast und bei High logischerweise die volle Leistung und die volle Leistungsentwicklung. Das lassen wir jetzt mal eingestellt. ABS, Anti-Blockiersystem, wir fangen wieder bei 1 an. 1 bedeutet wieder, dass das System möglichst wenig eingreift. Das heißt, es ist für Track und Performance ausgelegt. Bei 2 für die Straße und Performance und bei 3 Straße und Stabilität. Das bedeutet wieder, wenn du mehr Sicherheit möchtest, mehr ABS haben möchtest, dann solltest du hier zum Beispiel die 3 einstellen. Und das ist alles individuell einstellbar für die einzelnen Riding Modes, wie zum Beispiel gerade beim Setup Road. Das siehst du jetzt auf der rechten Seite auch nochmal, dass das alles voreingestellt ist, beziehungsweise wenn du das Motorrad quasi anmachst das erste Mal, ist das alles voreingestellt, du kannst es aber auch alles individuell verändern. Man sieht jetzt schon beim Race Setup auf der rechten Seite, dass zum Beispiel die Engine Brake Control auf 1 steht, das heißt eine sehr hohe Engine Brake Control. My Ride, was kann man bei My Ride sehen? Die Fahrinformation, Info Mode, Power Launch. Lass uns mal über Power Launch sprechen und was das Ganze bedeutet. Dann steht hier, was gemacht werden muss, um die Launch Control zu aktivieren. Das kennt der eine oder andere von euch von der MotoGP in der Startaufstellung. Die ziehen die Kupplung, drehen das Gas komplett auf den Gashahn und lassen dann die Kupplung los und die Elektronik regelt dann, wie viel Schlupf das Hinterrad hat und inwiefern das Vorderrad aufsteigt. Je nachdem wieder, was wir auswählen, regelt die Elektronik mal mehr und mal weniger. Was kann man bei MyRide noch einstellen? Gehen wir mal auf Info Mode. Road Pro, Track, genau, das gibt es einzustellen. Wenn wir auf Track geht, dann wird uns ein anderes Drehzahlband zur Verfügung gestellt. Und in diesem Track-Modus können wir unsere Einstellungen, die hier rechts, also Traktionskontrolle, Wheelie Control, Engine Brake Control und ABS, stufenlos während der Fahrt einstellen. Das geht aber auch nur im Track-Modus, nicht im Road-Modus oder im Pro-Modus. Jetzt haben wir die Anzeige ausgewählt. Wie wir das angezeigt haben möchten, ist quasi dieser Track-Modus. Haben unsere Optik für die Rennstrecke, haben den Lap-Timer hier unten links. Den können wir aktivieren und auch nicht aktivieren. Wie das funktioniert, erkläre ich euch in einem anderen Video, beziehungsweise der Rupert. Ich wollte euch jetzt nur mal einen groben Überblick über das Menü geben. Wir sind jetzt hier quasi im Road-Modus auf der Track-Optik unterwegs. Wir können uns durch die verschiedenen Fahrmodi jetzt durchklicken, indem wir immer wieder auf den Mode-Knopf draufdrücken. Wenn wir uns jetzt beispielsweise für Race entschieden haben, bestätigen wir das über die mittlere Taste.
und Race ist ausgewählt. In den voreingestellten Fahrmodis hast du auf der rechten Seite natürlich auch deine stufenlos einstellbaren Möglichkeiten von der Traktionskontrolle, von der Wheelie Control und so weiter. Wenn wir jetzt zum Beispiel in den Wet-Modus gehen, hast du die Traktionskontrolle auf 8, die Wheelie Control auf 4, Engine Brake Control auf 3 und ABS auf 3. Das heißt, die elektrische Unterstützung ist im Nass-Modus logischerweise höher als auf der Rennstrecke, weil wir mehr Sicherheitsaspekte auf einer nassen Fahrbahn benötigen. Lass uns mal auf Race gehen. Da hast du weniger eingestellt, beziehungsweise die Attraktionskontrolle auf 3, Ducati Wheelie Control auf 2, Engine Brake Control auf 1 und ABS auf 2. Das heißt, du hast die volle Leistungsentfaltung der Motorbremse auf 1 im Vergleich zum Nass-Modus, zum Wet-Modus. Da haben wir die Engine Brake Control auf 3. So, da wir jetzt im Track-Modus sind, können wir theoretisch einmal nach rechts gehen und das Ganze über die Pfeiltasten komplett verändern. Das heißt, es kann sein, dass du jetzt auf der Start-Ziel-Geraden bist und auf eine Kurve zufährst und du brauchst eine höhere Leistungsentfaltung der Engine Brake Control. Dann gehst du hier auf die Engine Brake Control und wählst die maximale Unterstützung aus auf 1 und hast hier dein Engine Brake Control eingestellt. Diese Kurzeinstellungen hier, die gehen aber tatsächlich nur im Track-Modus. Die kannst du nur im Track-Modus verstellen. Ansonsten, wenn du die Fahrmodi einstellen möchtest, musst du das im Menü an sich machen. Zum Beispiel im Wet Setup gehen wir mal auf ABS und können uns das Ganze dann hier einstellen über die Ziffern 1 bis 3. Genau, im Display, was kann man da einstellen? Die Helligkeit. Gehen wir mal auf Helligkeit. So, Display-Helligkeit ganz hochgedreht. Wir können uns auch das Farbschema einstellen. Möchten wir es ständig in hell haben? Das sieht dann so aus. Möchten wir es komplett in dunkel haben? Immer, dann sieht das so aus. Möchten wir, dass es sich automatisch einstellt, wenn wir zum Beispiel in den Tunnel gehen? Dann sieht das Ganze so aus. Okay, was vielleicht für euch auch noch interessant sein könnte, ihr seht ja oben links, da steht Menü. Da kommt ihr über die runde Taste drauf. So, über das Menü kommt ihr auf den Info-Mode. Über den Info-Mode könnt ihr jetzt einstellen, welche Informationen euch im Display angezeigt werden. So, wir gehen jetzt mal auf Road zum Beispiel, dann sieht das Ganze so aus. Wenn wir Road Pro einstellen, sieht das Ganze so aus. Und wenn wir Track einstellen, sieht das Ganze so aus. Du hast dann andere Einstellungsmöglichkeiten und zwar kannst du im Track-Modus auf der rechten Seite deine Ducati Traction Control, deine Ducati Wheelie Control, Engine Brake Control und ABS während der Fahrt einstellen. Das geht nur über dieses Tool, auf das ihr Zugriff über den Info-Mode habt. So, wir können also nochmal drauf gehen. Menü. Dann gehen wir auf My Ride, Info-Mode. Und hier könnt ihr dann auswählen, welche Anzeige ihr haben möchtet. Im Road Pro zum Beispiel sieht das Ganze dann so aus. Da können wir jetzt nicht die Einstellungsmöglichkeiten wie Traktionskontrolle und so weiter einstellen. Das müssten wir separat im Stehen, im Menü einstellen, wenn wir das so verändern. So, und jetzt würde ich sagen, machen wir das ganze Ding mal an. Und zwar lege ich das Mikrofon jetzt direkt hinter das Motorrad und dann hören wir uns mal, wie sich die neue V2S anhört. Ich finde es übrigens ziemlich cool, dass ihr diese Videos hier alle so fleißig kommentiert und hier so aktiv seid. Deshalb sind wir auch in kürzester Zeit von 4 auf 650 Follower angewachsen, innerhalb von 10 Tagen. Und ich lese eure Kommentare alle. Und deshalb möchte ich euch eine Sache noch zeigen. Und zwar haben einige von euch gefragt, wie sieht das mit den Spiegeln aus? Bei der 2023er Panigale sind die Spiegel fest verbaut. Da haben einige gesagt, ja, bei mir haben sich da Schrauben gelöst und so weiter und so fort. Ist mir persönlich noch nicht passiert. Im Vergleich zu den Spiegeln, da wollte ich noch kurz was zeigen. Da gibt es einen kleinen Unterschied. Bei der hier könnt ihr die Spiegel einklappen. Das spart Platz und ja, ihr könnt sie halt einklappen. Das könnt ihr bei der hier nicht. Ist mal so eine Frage, würde ich eher eine alte kaufen, also die 23 auf der rechten Seite oder die neue 25er? Ich habe beide gekauft und zwar aus dem folgenden Grund. Das Motorrad ist ein komplett anderes Motorrad. Es ist eigentlich kein Vergleich zur alten 23er, allein weil es ein ganz anderer Motor ist. Ne? Bei der rechten haben wir die Desmodromic noch mit drin, das haben wir bei der linken nicht. Ist das ein Nachteil? Würde ich sagen nein, weil die neue Panigale 17 Kilo leichter ist und das merkst du beim Fahren. Der Motor funktioniert gut, ich habe jetzt noch keine Langzeitstudien dazu entwickelt, aber so der erste Eindruck, der funktioniert gut. Die neue Panigale ist vom Sitz deutlich höher als die alte, lässt sich daher
meiner Meinung nach sicherer fahren. Und der Lenker ist etwas höher, ähnlich wie bei der alten Ducati Supersport und eignet sich daher perfekt für Anfänger. Und falls du dich jetzt fragst, was sind denn die größten Unterschiede zwischen der 2025er Panigale V2 und der Ducati Panigale V2 Troy Bayliss, also die 23er, dann schau dir doch mal dieses Video hier an. Da findest du heraus, inwiefern sich diese Motorräder voneinander unterscheiden und du hast vor allem für dich eine Möglichkeit zu entscheiden, kaufe ich mir lieber eine neue oder eine alte gebrauchte. Schau dir das Video gerne mal an. Dauert nicht lange und du bekommst sehr viele tolle Informationen und vor allem viele schöne Bewegtbilder. Danke, dass du eingeschaltet hast. Vergiss den Kanal nicht zu abonnieren, falls du das noch nicht gemacht hast. Danke, dass du zugeschaut hast und bis zum nächsten Video.